Wenn man die Produkte aus unserem Hause auf die Baustelle geliefert bekommen hat, ist es von enormer Bedeutung, dass man sich die Einbauhinweise zu Gemüte führt. Beim Öffnen der Palette ist es natürlich auch sehr wichtig, dass man die Einspeisehaube nicht völlig zerstört und auch nicht direkt auf den Müll befördert, denn diese kann eventuell dann auch nochmal als Schutzhaube dienen, wenn man die eigentlichen Verlegearbeiten abgeschlossen hat. Ein enormer Vorteil des Palio-Verbandes ist es, dass man dieses Produkt als Art Parkettverband verlegen kann. Wenn man auf der rechten Seite angekommen ist, muss dort ein Passstein reinschneiden, dann kann man dieses Abfallstück, was größer ist wie 5 cm, auf der linken Seite in Reihe 2 dann auch wieder verwenden. Wir haben ja zwei Maschinen zum Einsatz gebracht. Zum einen das konventionelle Nassschneidetisch. Hier ist es von ganz enormer Bedeutung, dass man das Produkt gut vornässt, damit sich die Betonpore schließt. Man sollte das Produkt dann im Anschluss mit klarem, sauberem Wasser dann nochmal gründlich abwaschen. Dann haben wir eine zweite Variante gewählt, also ein ganz neues Produkt auf dem Markt, eine Trockensteinsäge. Nach Fertigstellung der Fläche ist es natürlich wichtig, dass Fugenmaterial in die Fuge eingebracht wird. Hier wählt man bei dem Produkt Palio im Idealfall eine Körnung von 0 bis 2 mm, ein gebrochenes Material, was sich in der Fuge dann auch extrem gut verzahnen kann. Dann ist es sehr wichtig, dass man das Fugenmaterial, das Überschüssige, was auf der Oberfläche noch vorhanden ist, sauber abkehrt, um spätere Verkratzungen der Oberfläche zu vermeiden. Im Anschluss wird die Fläche abgerüttelt. Hier haben wir zwei Möglichkeiten. Zum einen kann man das Produkt Bomax Stoneguard wählen, eine Pflasterrüttelplatte, die wirklich dafür konzipiert ist und auch nur dafür geeignet ist. Variante 2, so ist es auch bei jeder Kommissionierung, wenn man das Produkt Palio Color Graphit Fine von der Firma Rinn bezieht, dass man dort eine Filzmatte mitgeliefert bekommt. Diese Filzmatte ist alternativ zu der Gummischürze an der Rüttelplatte zu verwenden. Nach dem eigentlichen Rüttelvorgang hat sich das Fugenmaterial in der Fuge natürlich noch mal ein wenig gesetzt. 1 bis 2 cm fehlen dann an Fugenmaterial. Dieses Fugenmaterial möchte man natürlich im Anschluss dann auch einbringen. Man nimmt hier einfach Wasser zur Hilfe. Mit einem Gartenschlauch wässert man die Oberfläche des Fugenmaterials. Man schlemmt das Ganze in die Fuge ein. Somit verdichtet sich die Fuge natürlich noch mal zum einen. Und man hat einen weiteren Vorteil, man kann im selben Atemzug dann eigentlich die Oberfläche dann auch entsprechend abreinigen, abwaschen und man hat keine nachträglichen Verfärbungen und die Optik dann nachträglich beeinträchtigen würden.